Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Ann-Christine und begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Schnittmuster- und Nähprojekt. Ich möchte mich gar nicht weiter aufhalten, sondern gleich eigentlich in die Konstruktion und auch in die Nähschritte springen, möchte euch aber kurz zeigen, worum es sich eigentlich handelt. Denn wir machen heute zusammen dieses schicke Hemdblusenkleid. Lasst euch jetzt von dem Muster, was ich verwendet habe, nicht beeinflussen. Bei mir geht das Ganze wieder in Richtung 70er Jahre. Das liegt einzig und allein daran, dass ich meine Stoffe nach Preis kaufe und nicht unbedingt danach, dass sie mir besonders gut gefallen. Ich brauche viel Stoff und habe ein wirklich kleines Budget. Da muss man manchmal Abstriche machen. Und wenn dann beides stimmt, der Preis gut ist und auch das Muster süß, dann freue ich mich immer riesig. Und in dem Falle finde ich, passt es wirklich ganz gut und es gefällt mir auch sehr gut. Aber wie gesagt, es geht wieder in Richtung Vintage Retro. Wenn ihr moderne Stoffe benutzt, einfarbige Stoffe benutzt oder andere Muster, dann habt ihr natürlich ein aktuelles, modernes Kleid und kein Kleid, was jetzt in Richtung Retro geht oder so diesen 70er Jahre Flair hat. Also das ein bisschen im Hinterkopf behalten. So, und jetzt habe ich doch schon wieder so viel geredet. Lasst uns einfach anfangen. Wir starten mit der Konstruktion, den Nähschritten. Dann zeige ich euch, wie das Ganze getragen aussieht. Und zum Schluss treffen wir uns noch mal kurz wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Zuerst den Grundschnitt für das Vorderteil mit allen Markierungen, also Brustpunkt, Brust- und Taillenabnäher und Ansatzmarkierung für den Ärmel auf Extrapapier übertragen. Die Abnäherschenkel zeichne ich schon einmal bis zum Brustpunkt ein. Den Halsausschnitt verbreite ich um 1 cm und zeichne gleich die neue Kurve ein. Die Breite der Knopfleiste bestimme ich, indem ich einen der Knöpfe, die ich verwenden werde, an die vordere Mitte lege und danach die Breite anzeichne. Ich habe hier eine ganz einfache Kragenvariante. Ohne zusätzlichen angesetzten Revers oder bzw. Kragen wird hier das Revers einfach nur aufgeschlagen. Wie tief also der Ausschnitt wird bzw. ab wo der Stoff aufgeschlagen wird, bestimmen wir jetzt. Ich bin 11 cm nach unten gegangen. Mein Ausschnitt ist damit gemäßigt gehalten. Man kann aber auch ohne weiteres tiefer gehen. Die Markierung auf die Außenkante der Knopfleiste kopieren und dann von der Schulter zur Markierung eine Linie ziehen. Ich zeichne meine erst einmal nur gestrichelt an und falte das Papier an dieser Linie auf die Rückseite. Ich möchte meinem Kragen noch einen Hauch mehr Breite geben. Mit dem Kopierrädchen übertrage ich den Halsausschnitt auf das Papier und erkenne anhand der Perforation, wo es entlang läuft. Ich zeichne ihn für euch mal ein. So sehe es aus, wenn der Ausschnitt aufgeschlagen wird. Das ist mir so ein bisschen zu wenig. Und man kann jetzt wirklich kreativ sein und die wildesten Kragenvarianten anzeichnen. Ihr seht ja im Prinzip, wie es später in etwa aussieht. Ich bin beim Kragen zurückhaltender geblieben. Nun die neue Kragenlinie mit dem Kopierrad abfahren und das Papier wieder aufhalten. Anhand der neuen Perforation den neuen Kragen anzeichnen. Noch ein bisschen schön machen und voilà, der neue Ausschnitt bzw. Kragen ist fertig. Hier arbeite ich ihn dann doch noch mal ein bisschen nach. Als nächstes stelle ich schon einmal die Nahtzugabe rundherum an und in dem Zuge ist mir aufgefallen, dass ich meinen Armausschnitt nicht vertieft habe. Das hole ich nach und vertiefe ihn um 1 cm. Für ein bisschen mehr Weite in der Taille gebe ich einen halben Zentimeter dazu. Dazu muss ich sagen, dass mein Grundschnitt von vornherein in der Taille eine Mehrweite von ca. 4 cm hat. Da ich meine Kleidung zwar tailliert mag, aber nicht knackeeng, kann ich damit eigentlich wirklich hervorragend arbeiten. Und ich kann meinen Grundschnitt auch für die Konstruktion von Jersey nutzen, weil ich meine Jersey-Kleider oder Oberteile
nie mit einer Minusweite arbeite, sondern immer mit etwas Mehrweite. Das ist aber Geschmackssache und muss jeder für sich selber herausfinden und ausprobieren. Deswegen näht immer auf jeden Fall vorher einmal ein Probeteil, um zu sehen, ob euch der Sitz so gefällt. Das Kleid bekommt ein 5 cm breites Taillenband, in das später die Gürtelschlaufen integriert werden. Diese 5 cm zeichne ich hier an. Und bevor es weitergeht, erst einmal den Beleg anzeichnen. Der ist nämlich durchgängig bis zur unteren Taille. Wichtig ist, dass man den Beleg so breit zeichnet, dass wenn der Kragen aufgeschlagen ist, der Außenstoff, also Blusenstoff, vom Beleg bedeckt bleibt und man nicht die Kante des Beleges sehen kann. An der Schulter wird er ca. 5 cm breit und an der Taille 3 cm. Und nun verbinde ich beide Punkte, indem ich eine Kurve von der Schulter in eine Gerade zur Taille einlaufen lasse. So, den Beleg an der Taille verbreite ich dann doch nochmal um 1 cm, damit auch eine Nahtzugabe da ist. Papier unterlegen und die Kontur des Beleges mit Hilfe eines Kopierrädchens übertragen und dann ausschneiden und beschriften. Der Fadenlauf verläuft parallel zur unteren vorderen Mitte bzw. Bruchkante und kann entsprechend eingezeichnet werden. Schreibt euch auf jeden Fall dazu, ob und wie viel Nahtzugabe enthalten ist. Wenn ihr den Schnitt nach einiger Zeit mal wieder rausholt, werdet ihr es bestimmt nicht mehr genau wissen. Also ich spreche da jetzt aus Erfahrung, vielleicht habt ihr ein besseres Gedächtnis als ich. Jetzt das Oberteil an der neuen Linie auseinanderschneiden. Die Schnittkanten benötigen Nahtzugabe, also neues Papier ankleben. Nun das Taillenband an einem Abnäherschenkel auseinanderschneiden und die Schenkel dann bündig aufeinander kleben. Die Nahtzugabe anstellen und in dem Zuge runde ich die obere Ecke gleich ein bisschen ab und die hier unten ebenfalls. Beschriften und ausschneiden. Beim oberen Vorderteil schneide ich den Taillenabnäher bis zum Brustpunkt ein und den Brustabnäher ebenfalls. Die Schenkel des Brustabnähers aufeinander kleben. Damit hat sich der Taillenabnäher geöffnet. Nun lege ich den Bereich fest, indem ich den Stoff raffen werde. Das mache ich so Pi mal Auge, also in etwa 2,5 bis 3 cm vor und nach dem Abnäher. Diese Markierungen übertrage ich als Ansatzmarkierungen auf das Taillenband. Die Abnäheröffnung mit Papier hinterkleben und an die Schnittkante ebenfalls Papier kleben, damit die Nahtzugabe angezeichnet werden kann. Auch hier auf eine schöne Linie achten. Beschriften und ausschneiden. Weiter geht's mit dem Rückteil. Den Grundschnitt wieder mit allen Markierungen auf Extrapapier kopieren. Die Abnäher anzeichnen. Den Halsausschnitt wie beim Vorderteil verbreitern. Zur Kontrolle lege ich das Vorderteil noch einmal an, um zu sehen, ob die Schultern gleich lang sind. Den Ausschnitt korrigieren. Genauso den Armausschnitt wie beim Vorderteil vertiefen und die Kurve neu zeichnen. Jetzt kann ich auch schon einmal die Nahtzugabe anzeichnen. Der rückwärtige Beleg wird genauso breit wie der des Vorderteils. Das zeichne ich hier an. Auch wieder auf Papier übertragen, beschriften und ausschneiden. Auch beim Rückteil stelle ich meinen halben Zentimeter Mehrweite an und zeichne dann das Taillenband in der Breite von 5 cm an.
Bevor ich schneide, markiere ich auch hier den Bereich, in dem ich den Stoff raffen werde. An der Linie abschneiden und die Abnäherschenkel aufeinander kleben. An der Schnittkante Papier unterkleben und die Nahtzugabe anzeichnen. Die Markierungen für die Raffungen übertragen. Das obere Rückteil beschrifte ich erst einmal und klebe ebenfalls an der Schnittkante Papier unter und zeichne die Nahtzugabe an. Der Ärmel. Hier übertrage ich meinen Ärmelgrundschnitt ohne Ellbogenabnäher inklusive aller Markierungen auf Papier. Bei diesem Grundschnitt sind die Naht- und Saumzugaben schon enthalten. Und hier zeichne ich den Fadenlauf an in Verlängerung zum Schulteransatzpunkt. Da ich keine Saumzugabe brauche, da ich bei dem Ärmel ebenfalls mit einem Beleg arbeiten werde, nehme ich diese weg und stelle stattdessen meinen Zentimeter Nahtzugabe an. Und da mein Ärmel etwas zu lang ist, ich sollte das wirklich mal bei meinem Grundschnitt ändern, kürze ich ihn um 1 cm. Vorher ziehe ich bei 6 cm von der Seitennaht gemessen im rechten Winkel zur Saumlinie eine neue Linie. Diese wird erstmal insgesamt 8 cm hoch. Der Schlitz an sich wird aber nur 5 cm. Im rechten Winkel zur Linie bei 5 cm eine Hilfslinie ziehen und ungefähr 3 mm vor und nach dieser mittleren Linie eine Markierung anzeichnen. Am Saum mache ich bei 0,75 cm vor und nach der Mitte eine Markierung und verbinde dann die Markierungen miteinander. Papier unterlegen und nun den Ärmelbeleg übertragen. Den Beleg ausschneiden und beschriften. Und der Ärmel kann ebenfalls ausgeschnitten werden. Nun geht es an den vorderen und hinteren Rock. Ich benutze meine Grundschnitte für einen Bleistiftrock. Ihr könnt aber jeden Rock ansetzen, den ihr habt. Ihr müsst nur darauf achten, dass die Taillenlänge der des Vorder- bzw. Rückteils entspricht. Und ihr dürft nicht vergessen, dass wir noch eine Knopfleiste in das Vorderteil arbeiten. Hier habe ich das Vorderteil, den Grundschnitt übertragen und die Knopfleiste anstellen. Also Knopfbreite inklusive 1 cm Nahtzugabe. Danach den Beleg anzeichnen. Der ist in der Breite fortlaufend zu dem des Oberteils. Nun kann man das als Schnittmuster auf Papier übertragen oder die Maße auf das Rockschnittteil schreiben und dann direkt am Stoff ausmessen und zuschneiden. Ich mache mir einen Papierschnitt, ich kenne mich nämlich, ich vergesse mit Sicherheit, dass ich das Teil noch ausmessen und zuschneiden muss. Nun ziehe ich von der Mitte des Abnähers eine Gerade zum Saum hin und eine weitere ca. 5 cm von der Seitennaht aus gemessen. Diese Linien schneide ich zur Taille ein. Beim Abnäher schneide ich zur Abnäherspitze und einen Abnäherschenkel zur Spitze hin und klebe dann die Abnäherschenkel aufeinander. So viele Abnäher. Nun fächere ich den Schnitt am zweiten Einschnitt so weit auf, dass ich komfortable Mehrweite an der Hüfte habe. Nicht zu viel, weil ich mit den 2,5 Meter Stoff auskommen muss. Deswegen bin ich ganz froh, dass mein Druck keine Musterrichtung hat, sonst würde das nicht hinhauen.
Papier unter die Öffnung kleben. Und dann stelle ich den Saum an der Seitennaht auch noch um einige Zentimeter aus. Das sind hier so knapp 4 bis 5 Zentimeter, also nicht zu viel. Die Saumlinie neu zeichnen. Falls noch nicht geschehen, die Nahtzugabe und die Saumzugabe anstellen. Beim Rückteil mache ich es ähnlich. Ich stelle aber schon einmal die Nahtzugabe an und benutze dann das Vorderteil als Schablone zum Anzeichnen der Seitennaht. Ansonsten wird der Abnäher geschlossen wie beim Vorderteil und bei der zweiten Linie auch wieder Mehrweite eindrehen. Papier unterkleben, den Saum korrigieren, ausschneiden und das Teil beschriften. Ganz zum Schluss zeichne ich die Lage der Gürtelschlaufen auf den Taillenbändern an. Beim Vorderteil möchte ich auf jeder Seite eine Gürtelschlaufe, beim Rückteil insgesamt 3. Die Gürtelschlaufen beim Vorderteil nähe ich bei 9 cm von der Seitennaht gemessen an und beim Rückteil befindet sich eine in der Mitte und bei 4 cm von der hinteren Mitte gemessen die anderen beiden. Und damit ist das Schnittmuster fertig und es kann weitergehen mit dem Nähen. Vorbereitet habe ich die Gürtelschlaufen. Dazu habe ich einen Stoffstreifen 4 cm breit zugeschnitten, rechts aufeinander gelegt, mit einem Zentimeter Nahtzugabe abgesteppt und dann auf rechts gewendet. Die Naht habe ich mittig gebügelt und dann beidseitig abgesteppt. Das Videomaterial ist leider verschütt gegangen, deswegen erzähle ich es nur. Ansonsten habe ich schon mal alle Teile zugeschnitten und vorbereitet. Beim Rückteil die Schulterabnäher genäht und auf die Schultern den Halsausschnitt und die Armausschnitte fadenverstärktes Nahtband gebügelt. Den rückwärtigen Beleg habe ich mit einer Einlage verstärkt, genau wie die vorderen Belege, die Ärmelbelege. Hier habe ich auch schon gleich mal den Nähweg aufgezeichnet, die vorderen Belege des Rockteils und beim Vorderteil die Armausschnitte und entlang der späteren Faltkante. Zusätzlich habe ich bei den Ärmeln den Bereich des späteren Schlitzes mit Einlage verstärkt. Bei den Rockteilen zusätzlich auch noch die Taille. Als erstes nähe ich die vorderen Belege zusammen, indem ich den oberen und unteren Beleg rechts aufeinander stecke und absteppe. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Danach nähe ich den rückwärtigen Beleg an die vorderen Belege, ebenfalls rechts aufeinander stecken und absteppen. Auch hier die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Danach die Außenkante mit der Overlock versäubern. Man kann natürlich auch einen Zickzackstich nehmen. Zusätzlich werde ich die Kanten an der Overlock-Naht auf die linke Stoffseite bügeln und knappkantig feststeppen. So, der Beleg ist fertig und sieht jetzt so aus. Gerne noch einmal drüber bügeln. Als nächstes arbeite ich die Ärmelsäume. Die Kante der Belege, die nicht genäht wird, habe ich genauso versäubert wie die Außenkante des Beleges. Die Belege rechts auf den Ärmel stecken und absteppen. Also die Saumkante auf der Schlitzmarkierung und dann wieder die Saumkante. Fertig genäht in der Mitte des Schlitzes bis ca. 5 mm vor das Schlitzende schneiden und dann schräg zu den Ecken hin. Die unteren Ecken schräg abschneiden und danach die Nahtzugaben auseinanderbügeln und den Beleg auf rechts wenden. Die Kanten schön ausarbeiten und gut bügeln. Sowohl beim Vorderteil als auch beim Rückteil werden Bereiche gerafft.
Welche haben wir ja bei der Schnittkonstruktion festgelegt. Ich nähe von Markierung zu Markierung 2 Nähte mit größerer Stichlänge, die außerhalb der Nahtzugabe liegen. Am Anfang und Ende ausreichend Faden hängen lassen. Nun mache ich weiter damit, die Gürtelschlaufen anhand der Markierungen auf den beiden vorderen und dem hinteren Taillenband zu heften. Also erst einmal mit einer kurzen Naht fixieren. Das Taillenband hatte ich bis dato nur einfach zugeschnitten und auch nicht mit Einlage verstärkt. Dann habe ich aber hin und her überlegt, dass mir eine Verstärkung des Taillenbandes wirklich gut gefallen würde, besonders wenn die Gürtelschlaufen auch benutzt werden. Aus dem Grunde habe ich die Taillenbänder noch einmal zugeschnitten und Einlage aufgebügelt. Danach die jeweils passenden Teile links aufeinander gelegt und rundherum gut gesteckt und mit einer Naht innerhalb der Nahtzugabe fixiert, also geheftet. Dabei muss man ein wenig aufpassen, dass die Lagen wirklich glatt aufeinander liegen. Und dann habe ich die Schlaufen angenäht, also auch innerhalb der Nahtzugabe, wie ich es ja schon gesagt habe, fixiert. Die Vorderteile rechts auf rechts an die Taillenbänder stecken und dabei die Markierungen für die Raffungen passend aufeinander stecken. Genauso das Rückteil an das rückwärtige Taillenband stecken. Jetzt den Bereich zwischen den Markierungen raffen, also bei allen Teilen natürlich. Ich stecke immer an eine Seite eine Nadel und wickele beide Fäden darum und raffe dann auf der anderen Seite, indem ich beide Fäden gleichmäßig anziehe. Wenn Taillenband und Oberteil gleich lang sind, die Fäden wieder um eine Nadel wickeln. Ich finde, dass das am schnellsten geht. Die Fältchen gleichmäßig verteilen. Kurz das Bügeleisen draufhalten und danach nähen. Die Nahtzugabe versäubern und nach oben bügeln, also zum Ausschnitt hoch. Als nächstes die Rockteile rechts auf rechts an die Oberteile stecken und absteppen. Auch wieder mit der Overlock versäubern oder einem Zickzackstich. Und zum Rock hin bügeln, also nach unten. Durch die Gürtelschlaufen legt sich die Nahtzugabe eigentlich schon automatisch in diese Richtung. Und jetzt ein kleiner Hinweis. Ich nähe hier im Video auch schon den Saum des Kleides, habe das aber wirklich bitter bereut, weil sich die Viskose später ausgezogen hat und der Saum fürchterlich ungerade und wellig wurde. Also mein Ratschlag an euch, gerade wenn ihr auch mit Viskose arbeitet oder auch mit Baumwolle, egal mit welchem Stoff, zur Sicherheit. Hängt sowohl die Vorderteile als auch das Rückteil so auf einen Kleiderbügel, dass der Rock frei hängen kann und lasst das Ganze mindestens einen Tag, am besten 2 Tage hängen. Danach das Schnittmuster nochmal drauflegen und prüfen, ob noch wirklich alles passt, denn zur Not kann man jetzt den Saum noch ganz bequem begradigen, damit er auch wirklich schön aussieht. So, und danach macht ihr dann weiter wie ich jetzt hier. Da ich meine Knopflöcher sehr gerne so lange arbeite, solange noch nicht alle Zuschnitte aneinander hängen, stecke ich den Beleg schon einmal rechts auf das Oberteil. Denn dort werden die Knopflöcher genäht. Ich nähe den Beleg aber nicht komplett von der Schulter kommend an, sondern lasse ein paar Zentimeter Platz, damit ich die Schulternaht später noch ganz bequem schließen kann. Am Saum unten nähe ich in Saumbreite im rechten Winkel über den Beleg. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln und den Beleg auf rechts wenden. So ein paar Ecken können rausgeschnitten werden, damit es nicht zu dick wird. Auch hier an der Kragenspitze kürze ich die Nahtzugaben ein wenig ein. Ihr seht hier diese Nadel. Mit der markiere ich, an welcher Stelle der Kragen umgelegt wird. Das ist nämlich sehr gut zu wissen, weil wir jetzt beim Bügeln ein bisschen aufpassen. Wir bügeln die Außenkante bis zu dieser Markierung so, also vom Saum her kommend so, dass der Nahtschatten auf der linken Seite liegt, also auf der Unterseite. Und von außen nicht zu sehen ist. Ab der Markierung jedoch bügeln wir genau umgekehrt. Nämlich so, dass wenn der Kragen flach im Verlauf liegt und nicht umgeschlagen ist, der Nahtschatten zu sehen ist. Denn wenn jetzt der Kragen umgelegt wird, dann verschwindet die Naht auf der Unterseite und das Ganze sieht wirklich sehr schön aus. Ich denke, hier kann man schön sehen, wie es gebügelt ist.
Und so wird dann später natürlich auch die andere Seite gebügelt. Diese Außenkante hier werde ich auch schon einmal knappkantig absteppen. Ab der Taille nach oben hin werde ich dann weißen Unterfaden einfädeln, damit der Kragen schön harmonisch aussieht. Also endet am besten wie ich bei der Kragenumschlagmarkierung. Nicht vernähen, sondern lasst Ober- und Unterfaden ausreichend hängen. Später beim finalen Absteppen beenden wir die Naht ebenfalls dort, lassen auch in dem Zuge die Fäden einfach hängen, ziehen dann alle Fäden auf die Außenseite, verknoten sie und ziehen sie dann zwischen die Stofflagen. Denn dann bekommt man eine durchgehende, fortlaufende Naht ohne vernähte Stellen. Und jetzt kommt das leidige Thema Knopfposition. Oh, da tue ich mich immer ein bisschen schwer. Gut, in unserem Fall ist das jetzt nicht so schwierig, weil wir den Kragen umlegen und den Knopf unterhalb dieser Umbruchstelle im Prinzip aufnähen. Das erste Knopfloch liegt also 1 cm unterhalb dieser Kragenumlegestelle. Das klingt sehr seltsam, oder Kragenumbruchstelle. Vielleicht ist das besser. Ein Knopfloch in der Mitte des Taillenbandes einarbeiten und die restlichen werden dann gleichmäßig verteilt. Ich habe hier so ein Teil hier, was ich für 3 € gekauft habe. Das funktioniert ganz gut, aber der Abstand ist nicht immer gleichmäßig. Auch bei diesen Hilfsmittelchen sollte man echt mal nachmessen und schauen, ob die Abstände stimmen. Und hier habe ich mich dann geärgert, dass ich keinen weißen Unterfaden genommen habe. Das sieht nämlich nicht ganz so hübsch aus mit dem Grau. Aber egal, was soll's, weiter geht's. Nun können die Schultern von Vorder- und Rückteil rechts auf rechts aufeinander gesteckt und abgesteppt werden. Die Nahtzugabe versäubere ich und bügele sie dann zum Rückteil. Man kann sie dann auch noch knappkantig feststeppen, wenn man möchte. Danach den Beleg weiter anstecken und absteppen. Die Nahtzugabe beim Kragen in gleichmäßigen Abständen einige Millimeter einschneiden. Beim Saum auch wieder im rechten Winkel im Abstand der Saumzugabe entsprechend, in meinem Fall sind das 2 cm, im rechten Winkel über den Beleg nähen. Und ansonsten auch wieder ein bisschen Nahtzugabe einkürzen, wenn es nötig ist. Die Nahtzugabe auseinanderbügeln und dann den Beleg auf rechts wenden. Wieder genauso bügeln wie auch schon beim rechten Vorderteil. Und dann prüfen, ob beide Vorderteile gleich lang sind. Falls nicht, kann man an einer Seite noch einmal ein bisschen nacharbeiten. Bei mir stimmt es aber. Die Ärmel habe ich schon einmal eingesteckt. Mein Ärmel hat sowohl beim Vorder- als auch beim Rückteil eine Mehrweite von 1 cm an der Armkugel. Das habe ich bei der Konstruktion gemessen und kontrolliert. Und das rate ich euch auch auf jeden Fall. Ein bisschen Mehrweite, gerade bei Webware, ist nötig, damit die Armkugel wirklich der Ärmel schön fällt und eure Schultern Platz darin haben und nicht zieht oder zu eng ist. Ich persönlich finde das auch bei Jersey wichtig, aber das ist meine Meinung. Hier kann man schön sehen, wie die Armkugel schon sich in Form legt. So, die Ärmel einnähen, die Nahtzugabe mit der Overlock versäubern und die Nahtzugabe dann in den Ärmel bügeln. Jetzt können wir die Ärmel- und Seitennaht in einem Zuge schließen. Den Beleg rechts auf rechts stecken und den Außenstoff ebenfalls darauf achten, dass die Nähte beider Seiten immer aufeinandertreffen. Beide Seiten absteppen, versäubern und zum Rückteil bügeln. Den Ärmelbeleg nach innen bügeln. Und dann habe ich den Beleg noch mit Saumband festgeklebt. Den Stoff an den Ärmelschlitzen habe ich nach außen geschlagen und mit einigen Stichen fixiert. Ich wollte damit das Design des Kragens ein bisschen aufnehmen. Mit ein paar Stichen festgenäht habe ich ebenfalls den Beleg an den Schulternähten
und die vorderen Belege an den Taillennähten. Um herauszufinden, wo ich die Knöpfe annähen muss, lege ich die vorderen Kanten bündig aufeinander und stecke dann mit einer Nadel in das Knopfloch und schiebe die Nadel dann in Richtung Oberkante. Ich bleibe aber immer einen Hauch vor dem Knopflochende, denn die Knöpfe haben ja immer einen kleinen Steg und sitzt der Knopf zu nah oder zu press am Knopfloch, kann es sein, dass sich die Knopfleiste der Knopflöcher wellt. Also lieber einen Hauch davor bleiben. Die Lagen vorsichtig auseinanderziehen. Die Nadeln gut fixieren und anhand ihrer Platzierung die Knöpfe annähen. Zum Schluss den Saum zweimal für 1 cm umschlagen und absteppen. Fertig und getragen sieht das Kleid dann so aus. Das Kleid ist fertig und jetzt bin ich mal gespannt, welche Tragevariante hat euch am besten gefallen? Mit dem breiten Gürtel, dem schmalen Gürtel oder mit dem Bindeband, so wie ich es eigentlich auch designt hatte, oder am besten seid ihr der Meinung, ohne Gürtel ist es am besten? Würdet ihr dann die Gürtelschlaufen arbeiten oder eher weglassen? Und ich habe ja jetzt eine Viskose vernäht. Wäre das so eure Wahl oder würdet ihr lieber einen anderen Stoff benutzen? Ich meine, ein Jersey geht genauso wie eine Baumwolle. Schreibt mir das alles mal gerne unter das Video in die Kommentare. Und wenn ihr das Schnittmuster nacharbeitet und ihr euch das Kleid näht, dann würde ich das wirklich sehr, sehr gerne mal sehen. Habt ihr Instagram, dann taggt mich auf Instagram, @anchristiinsta, dann kann ich mir eure Designs, eure genähten Schätze mal anschauen. So, und jetzt wünsche ich euch noch eine richtig schöne Zeit bei eurer Nähmaschine. Habt Spaß, genießt die Ruhe, genießt das Meditative des Nähens, obwohl ich gebe zu, auch ich gehöre zu den Leuten, die ihre Nähmaschine hin und wieder mal aus dem Fenster schmeißen möchten. Das liegt aber meistens nicht an der Nähmaschine, sondern an mir. Gebe ich zu, das Problem ist ja bekannt, liegt oder sitzt meistens vor der Nähmaschine. Also mein Rat an euch, macht es nicht so wie ich, die dann anfängt kribbelig zu werden und Fehler macht und dann trotzdem immer wieder denkt, diese eine Naht, ich will noch diese eine Naht fertig machen. Und dann fabriziere ich den größten Murks, den man sich vorstellen kann, bin dann völlig gereizt, genervt und schlecht gelaunt. Lasst das. Wenn ihr merkt, irgendwas klappt nicht mehr, ihr macht Fehler, ihr werdet unruhig, Nähmaschine bitte ausmachen, euer Nähgut zur Seite legen, ein Käffchen holen oder was auch immer ihr gerne trinkt, setzt euch aufs Sofa, runterkommen, tief durchatmen und dann erstmal die Nähmaschine sein lassen. Am nächsten Tag weitermachen und dann klappt das auch. Macht es nicht so wie ich. Ich bin also wirklich in der Beziehung kein gutes Vorbild. So, und jetzt hoffe ich mal, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es so ist, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Klickt ihr in dem Zuge auf die kleine Glocke, werdet ihr immer gleich informiert, wenn es ein neues Video von mir gibt. Und dann hoffe ich mal, dass wir uns auch das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, alles Liebe, eure Ann-Christine.